Wenn der liebe Gott uns verziehen hat, das, was wir tief im Herzen erkannt und bereut haben und uns entschuldigt haben dafür, bei ihm. Wenn er uns verziehen hat, dann müssen wir uns nicht über ihn stellen und sagen, ja, ja, du kannst mir verzeihen, aber ich verzeihe mir selber nicht. Nee, das ist so schön. Dann können wir uns selber auch verzeihen. Dieses Verzeihen ist so etwas Großartiges. Wenn der andere was getan hat, kann ich sagen, komm, Schwamm drüber, ist verziehen, vergessen. Und dann ist es für mich vergessen. Für mich ist es erledigt. Und das Schöne ist, für den anderen auch. Das ist wieder eine Balance. Das ist dann wieder im Gleichgewicht. Und ich sehe immer in der Schule die Tafel, wenn der Lehrer die abgewischt hat, manchmal mit einem trockenen Tuch, das hat immer so gekratzt, aber wenn er dann mit einem nassen Schwamm drüber ging, dass es richtig runtergetrieft ist, hat man danach nichts mehr erkannt, was vorher drauf war. Und so ist es, wie der nasse Schwamm. Wenn wir dem anderen verzeihen, dann ist die Tafel ausgewischt, vorbei, Ende. Bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen muss man über so ein Thema nicht 10-mal reden. Einmal verziehen, Schwamm drüber, erledigt. Und dann ist das weg. Und das Schöne ist, bei Gott ist es auch so. Bei Gott ist es auch so. Wenn man etwas erkannt hat, was man falsch gemacht hat, und jeder, also da kann sich keiner von freisprechen, dass er nichts falsch gemacht hat, wenn man da was erkannt hat, und da habe ich eine ganze Menge in meinem Vorleben, sage ich jetzt mal, ja, also in diesem Leben, was ich falsch gemacht habe und was ich eingesehen habe. Ich habe es eingesehen, es war falsch. Hätte ich nicht machen dürfen. Es tut mir leid, das habe ich bereut. Ich habe dem lieben Gott gesagt, Entschuldigung, tut mir leid, mache ich nicht mehr. Und dann weiß ich, er verzeiht auch. Er verzeiht. Und jetzt, liebe Freunde, ist es aber noch nicht zu Ende. Manche verzeihen sich selber nicht. Ja, der liebe Gott hat mir verziehen, das weiß ich. Aber ich kann mir nicht verzeihen. Wie konnte ich das machen? Liebe Freunde, wenn der liebe Gott uns verziehen hat, das, was wir tief im Herzen erkannt und bereut haben und uns entschuldigt haben dafür, bei ihm. Wenn er uns verziehen hat, dann müssen wir uns nicht über ihn stellen und sagen, ja, du kannst mir verzeihen, aber ich verzeihe mir selber nicht. Nee, das ist so schön. Dann können wir uns selber auch verzeihen. Und dann ist das Thema durch. Das muss ich nicht mein Leben lang mitschleppen. Und wenn der Gedanke dann wiederkommt, ich weiß noch, meine Frau war nach Österreich, Gemeinschaften aufgebaut und dann hieß es, ja, du bist jetzt das Wochenende mit Klein Simon alleine. Ich habe mich gefreut, ich wusste, wie es geht mit der Windel und mit dem Füttern und ich bin dann mit ihm zum See gefahren. Und am Abend, liebe Freunde, ich wäre am liebsten gestorben. Mein Fell hält die Sonne aus, ohne Sonnencreme. Aber seins nicht. Der ganze Rücken war rot und völlig verbrannt. Das hat mir so leid getan. Und 1000-mal habe ich mich beim lieben Gott entschuldigt und innerlich bei unserem Sohn. Aber es will immer wieder mal kommen. Dieses Thema poppt immer wieder mal auf und sagt, was warst du für ein Idiot? Und was mache ich dann? Ich falle nicht auf den Boden und sage, ja, ich Idiot, guck mich an. Nein, ich sage, stopp, das Thema haben wir schon. Das ist durch, muss ich nicht weiter darüber nachdenken. Ich habe es eingesehen, ich habe es bereut, ich habe mich entschuldigt, es ist verziehen, Ende. Weiter geht's. Und ich belaste mich damit nicht. Auch wenn es immer wieder mal kommen will. Nein, stopp, weg.
Weil wenn ich das zulassen würde, dann würden noch ein paar andere Themen auch kommen. Und die sind einmal durch, weg, es geht neu und frisch weiter. Wie sagt meine Frau immer, Neuanfang machen, neu anfangen. Und das heißt, nicht das ganze alte, schlechte mitnehmen. Und das ist dieses Verzeihen, das ist dieses Vergeben und das ist mehr als ein Sack voll Gold.